Hallo treue Abonnenten und interessierte Begleiter. Heute an dem kalten Dezember-Samstag bei plus 2 Grad Celsius wird trotzdem weitergeschraubt. Heute ist der Kraftstofffilter dran. Der Dieselfilter befindet sich in dem Motorraum und zwar an der Stelle direkt vor der Ansaugbrücke. Der Wechsel des Filters ist sehr einfach, jedoch aufgrund der Fummelei, die bei dem Ausbau entsteht, auf jeden Fall sehenswert. Um den Filter auszubauen, muss die Schraube gelöst werden, ist Schlüsselweite 19. Die Herausforderung liegt aber darin, den Filter rauszunehmen, ohne hier große Sauerei zu machen. Der Zugang ist hier relativ eng, deshalb, man könnte den Kühler ausbauen, dann wäre das eine optimale Situation. Das wollen wir natürlich nicht, deshalb werde ich den Winkel hier ausbauen. Dafür muss ich die Schraube lösen, das ist Schlüsselweite 8. Jetzt kann ich den Winkel entnehmen, den Schlauch lösen und somit sieht die Situation schon viel besser aus. Beim Ausbau muss ich eine Sache beachten, der Filter ist natürlich voll mit Diesel gepumpt, deshalb wenn ich den jetzt löse und entnehme, dann kann hier alles auslaufen. Werde ich folgenden Trick verwenden. Ich werde einen kleinen Beutel als Überzieher verwenden, damit ich gegebenenfalls die Flüssigkeit abfangen kann. Soweit es ging, sitzt jetzt der Filter in der Tüte und nun kann ich die Schraube lösen. Wie gesagt, Schlüsselweite 19. So, jetzt kurz eine Schraube. Da sehen wir zwei Dichtungen, zwei Dichtringe. Einmal, zweimal. Die werden auch ausgetauscht. Aber erstmal den Filter rausnehmen. Und jetzt kann der neue Filter eingebaut werden. Das ist der Filter. Im Lieferumfang ist der Filter enthalten und noch die beiden Dichtungen für die Schraube. Ich werde es mit Hilfe des Messers entfernen. Erstmal durchschneiden. Ja, jetzt habe ich die Schraube von den Dichtungen befreit und kann neue aufziehen. Fangen wir mit der großen an. Relativ einfach. Ja, das ist auch eine kleine Fummelei, aber jetzt sitzen beide drin in die richtige Position. Vor dem Einbau werden auch die beiden Dichtungen am Kraftstofffilter mit Öl benetzt, ganz leicht. Und jetzt kann der Filter in die Position gebracht werden. So. Und jetzt kann der Filter wieder befestigt werden. Ja, fertig. Jetzt gucken wir, ob der Motor anspringt. Ja, hat sich kurz verschluckt. Jetzt also noch ein Versuch.
Beim zweiten Mal war das kein Problem, er ist schon luftfrei und läuft einwandfrei. Heute trotz der Kälte wieder einen kleinen Erfolg erzielt. Ja, jetzt kann ich nach Hause gehen und heißen Tee trinken. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal.